Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja schon gezeigt, wie ihr Schlüsselanhänger gravieren könnt und heute wollte ich euch auch noch zeigen, wie ihr Armbänder gravieren könnt und die dann auch biegen könnt, damit es dann wirklich auch ein Armband ist. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist ein Armreif, den werden wir gravieren, das mit Hilfe einer Schablone, die ihr selber machen könnt, und das Ganze dann biegen mit so einem Tool, was man im Paket kaufen kann. Und damit ihr seht, wie filigran ihr hier gehen könnt, das ist der ganze Schriftzug, den ich ringsherum eben mit der Schablone schön platziert habe. Und wie ihr sowas selber machen könnt, das gucken wir uns jetzt an. Für dieses Projekt braucht ihr einerseits den Plotter, ich verwende den Cricut Maker, dann habe ich das normale Messer drin und zudem habe ich hier die Engraving Spitze, das ist die 41. Dann habe ich zwei Matten, einerseits die Standard Grip Matte und dann die Strong Grip Matte. Dann habe ich hier, um eine Schablone zu machen, habe ich ganz einfach ein Plastiksheet, so ein dickes Plastiksheet, was ich habe, mit weißer Vinylfolie bezogen, einfach damit man es dann ein bisschen besser sieht. Dann habe ich so ein Impress Art Bracelet Bending Bar Kit. Und da drinne sind einerseits 4 Stück von den größeren 3/8 Inch und 4 von den kleineren 1/4 Inch. Habe ich solche Metallstücke und dazu gibt es dann eben auch das Bending Tool, damit man das Ganze dann umbiegen kann und das eben zum Armband wird. Dann habe ich das Entgitterungstool, eine Schere und was zum Abmessen auf dem Tisch, plus dann noch Painter's Tape oder Malerkrepp. Und das war es eigentlich auch schon. Was wir natürlich auch brauchen, ist den Design Space und damit starten wir auch gleich. Im Cricut Design Space habe ich schon etwas vorbereitet. Und zwar habe ich hier ein großes Element, da habe ich einfach geguckt, dass ich wirklich genug Platz habe, um die Größe von dem Armband, und das habe ich festgelegt auf 2 Inch mal 8 Inch. Dann habe ich dieses kleine Element, dieses Langeck hier. Da habe ich einfach abgemessen, wie groß das Armband ist. Ich habe jetzt die Ecken auch nicht abgerundet, braucht es auch nicht. Es geht einfach darum, dass wir da wissen, wie viel Platz wir haben. Und das ist bei mir 15,2 cm in der Breite und 0,9 cm in der Höhe. Und dann habe ich mir auch noch einen Schriftzug bereitgelegt, Craft the Life You Love, und den so groß gemacht, dass der auch wirklich hier drin Platz hat. Den noch ein bisschen kleiner. Und was ich jetzt brauche, ist eine Umrahmung von der Größe, wie die Größe des Armbandes ist. Dafür wechsle ich aber kurz noch auf die nicht-metrischen Einstellungen und da gehe ich auf ein Offset von 0,05 Inch. Weil jetzt habe ich einerseits diesen äußeren Rahmen und dann das innere Teil. Was ich dann auch noch brauche, ist eine Kopie von diesem Rahmen. Den dupliziere ich kurz und jetzt markiere ich alles zusammen und zentriere das. Rahmen nehme ich kurz runter. Jetzt brauche ich einen von den Rahmen, den setze ich auch auf Stift und gucke da, dass die beiden dieselbe Farbe haben. Das ist der Fall. So, jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich die richtigen Sachen miteinander verbinde. Ich brauche die Schrift, dann brauche ich den inneren von diesen beiden kleinen Rahmen und dann noch einen der äußeren Rahmen. Und die verbinde ich. Und da müssen die beiden Langecke auf Schreiben sein. Das heißt Stift
und der Text natürlich auf Gravur. Das mache ich kurz zu und blende das aus. Dann haben wir noch die beiden äußeren Teile. Die müssen beide auf Schneiden sein. Und zwar in derselben Farbe, damit die auf derselben Matte landen. Und die markiere ich auch kurz und verbinde die. So, jetzt kann ich schon auf Herstellen gehen. Jetzt haben wir beides auf der Matte und einfacher Schnitt. Da gehe ich weiter. Von den Materialien her habe ich mir eins angelegt. Und zwar ist es folgendes. Ich habe ein Acetate VB angelegt. Das habe ich auf einen 350er Schneidedruck gesetzt. Dreimal schneiden, Feinschnittklinge. Wähle ich das aus. Und hier habe ich geguckt, dass ich mehr auswähle. Und dann kann ich das Ganze schon auf die Schneidematte legen. Dazu nehme ich die Standard-Gripmatte und platziere mir mein Element hier oben, schön an der Linie. Das habe ich natürlich in der Größe zurechtgeschnitten, wo ich weiß, dass die 2×8 Inch dann auch Platz haben. Gebe ich das rein. Und lass den schneiden. Und dann müsste der das eigentlich relativ gut geschnitten haben. Et voilà. Und so haben wir unsere Schablone. Jetzt nehme ich meine Strong Grip Matte und platziere das Element schön in der Mitte. Ne? Hier bei der 6, bei den 6 Inch ist die Hälfte und deshalb habe ich das auch auf 2 Inch mal 8 Inch geschnitten, weil so sehe ich, wo ich das platzieren muss. Das heißt, ich gehe jetzt hier schön in dieses Rechteck rein. Drückt es fest und so habe ich eine Vorlage und weiß jetzt genau, wo ich das Armband platzieren muss. Es hat jeweils noch so eine blaue Schutzfolie drauf, damit das nicht zerkratzt. Und das Element kann ich jetzt wirklich hier schön mittig platzieren. Drücke ich das einmal fest, das reicht aber nicht, das müsst ihr wirklich mit einem Painter's Tape noch festmachen. Und da natürlich nicht so weit rein, dass ihr euren Schriftzug dann verdeckt. Und das Schöne ist halt einfach, wenn ihr mit dieser Schablone arbeitet, dass ihr das Painter's Tape auf die Schablone kleben könnt und das nicht irgendwie hier auf die Strong Grip Matte aufkleben müsst. So. Das sollte halten. Dann brauchen wir hier auch noch ein anderes Messer, respektive die Gravurspitze. Und jetzt kann ich das Element, was wir gerade ausgeschnitten haben, das kann ich ausblenden und dann habe ich nur noch dieses Element. Dann kann ich auch hier auf Herstellen gehen. Und dadurch, dass wir jetzt dem äußeren Rahmen und diesem inneren Rahmen gesagt haben, dass das ein Stift ist und das Ganze verbunden haben, ist es auf derselben Matte. Dann können wir hier ein bisschen reinzoomen. Und so können wir das jetzt genau gleich wie das, was wir auf der Matte gemacht haben, auf der Schneidematte, genau da können wir das jetzt ausrichten, nämlich bei der 6 links und rechts denselben Abstand und so ist es mittig dann hier drauf. Dann kann ich weiter sagen und ihr seht, hier ist zuerst Stift und dann Gravur
Und was der jetzt machen würde, ist zuerst mit dem Stift schreiben und das werden wir ganz einfach nicht machen, indem wir keinen Stift laden. Jetzt muss ich noch die Materialien anpassen. Die Auswahl ist natürlich kleiner, dadurch, dass wir gesagt haben, wir gravieren. Und dann nehme ich hier metalldünne Kupferplatte, nehme ich die. Und jetzt sagt er eben, ne, Klemme A, Stift, das mache ich nicht, die lasse ich leer. Dann die Gravierspitze, die 41 und dann können wir die Matte laden und loslegen. Ganz vergessen beim Druck, da gehe ich auf Hoch. So, jetzt haben wir alles vorbereitet. Die Gravurspitze ist drin, die Klemme A ist leer. Und da müsst ihr einfach gucken, dass ihr das schön mittig hier platziert, weil es hat ja immer so ein bisschen Spiel. Und da gucke ich einfach, dass ich schön die Mitte erwische. Ich weiß, es ist Millimeterarbeit, aber dadurch, dass wir klein arbeiten mit dem Gravieren, macht es das halt aus. So, dann können wir die Matte laden. Und was er jetzt dann als erstes machen wird, ist, dass er zeichnen wird. Da wir hier aber keinen Stift drin haben, macht das der jetzt einfach in der Luft. Und wenn er dann fertig ist, dann bereitet er die Gravur vor und graviert es dann. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Dann können wir das rausnehmen und auch schon lösen. Ich gehe da jeweils kurz ein bisschen mit dem Painters Tape drüber, weil da lösen sich ja so kleine Metallteilchen und die versuche ich gleich zu erwischen. Und diese Vorlage, da könntet ihr jetzt auch weitermachen und das nächste gravieren oder ihr nehmt es runter und legt es beiseite und könnt es immer wieder einfach da platzieren und so wird es auch wunderbar, genau. Jetzt gucken wir uns das Ergebnis an. Es wird spannend, ob ihr das seht. Jetzt habt ihr hier Craft the Life You Love. Ausrufezeichen. Und ihr seht, wie filigran das ist. Kommt natürlich immer drauf an, was für eine Schrift man hat. Ich habe hier extra eine normale Schrift verwendet. Dadurch wird die Inline und die Outline quasi gezeichnet. Aber da könnt ihr auch eine Schreibschrift wählen und dann wird nur eine Linie gezeichnet, ne, je nachdem, was ihr gerne habt. Aber ich finde es auf die Größe eigentlich so optimal. Und ihr seht, es ist wirklich wunderbar schön auch ausgerichtet. So, jetzt können wir das Ganze noch biegen. Dazu nehmt ihr eben das Tool und hier einfach schön langsam und vorsichtig. Das heißt, ich klemme das hier, hat so einen Bogen, da klemme ich das auf der einen Seite ein und gehe da langsam runter. So, dass es wirklich schön entlang von der Kurve geht. Und dasselbe mache ich auf der anderen Seite. Und schon haben wir das schön gebogen. Und haben so einen Armreif, der so graviert ist, wie ihr das gerne hättet. Ist doch eine coole Sache. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr so ein Armband gravieren könnt, das mit einer Schablone, damit es wirklich schön platziert ist und das genau da zu landen kommt, wo ihr das haben wollt und das dann mit so einem Tool biegen könnt, damit ihr hier ein schönes Armband habt. Somit war es das auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt auch Lust, das selber mal auszuprobieren. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!